Braucht man 120 Bilder pro Sekunde und ein 80.000stel schnellste Belichtungszeit? Ich gehe der Frage auf den Grund und habe die Sony Alpha 9 III zusammen mit diesem 70-200 mm Zoom daher in der Praxis ausprobiert. Los geht's! 120 Bilder pro Sekunde im Vollformat, klingt wie Science Fiction, aber genau das kann die Sony Alpha 9 III und ist damit einfach ideal, um Tiere zu fotografieren. Aber unter uns, Geduld ist jetzt nicht gerade meine Stärke und deswegen bin ich hier bei den Vogelfreunden in Eckenstein-Leopoldshafen, denn da hat es einen großen Vorteil, die Tiere sind bereits da und können in der Regel auch nicht so schnell wieder weg. Aber egal ob freie Wildbahn oder Voliere, ist das Tier erstmal im Fokus, dann zählt wirklich jede Sekunde. Und was wäre eine schnelle High-End-Kamera ohne das richtige Objektiv? Da passt dieses Teilchen hier ganz prima, das Sony FE 70-200 mm f2.8 GM OSS 2. Das bietet ausreichende Flexibilität bei der Brennweite, eben von 70-200 und eine durchgehende Lichtstärke von 2.8 und noch dazu ein superschneller, leiser Autofokus. Damit kriegst du eben jedes Objekt perfekt fokussiert und das Ganze auch noch rasant schnell, passt also perfekt in der Kombination. Dass diese Kamera-Objektiv-Kombination ziemlich super ist, das hat unser Testlabor bereits bestätigt und wie sich das Ganze jetzt in der Praxis anfühlt, das zeige ich euch hier. Ich habe hier immer in einem höheren Bereich fotografiert, als ich hier sonst tue, das heißt mal 2000, 4000, 5000 Sekunde den ISO-Wert auf Automatik gelassen. Fakt ist aber, die Vögel hatten hier nie so wirklich Bock, sich zu bewegen, denen war es wahrscheinlich auch deutlich zu kalt. Aber immerhin hatten wir dann ein paar Reh und Hirsche, die sich dazu dann verleiten haben lassen, sich wenigstens ein bisschen schneller zu bewegen. Fakt ist aber, schnelle Belichtungszeiten, vor allem der Tracking-Autofokus, machen auch bei langsameren Objekten richtig Spaß. Mir hat vor allem gefallen, dass das Ganze sehr intuitiv funktioniert. Ich tippe einfach das Objekt an, wenn es nicht schon automatisch erkannt wird und dann haftet sich die Kamera dran fest und bleibt da auch mit dem Fokus. Die Sony Alpha 9 III ist nicht nur schnell, sie ist tatsächlich eine der schnellsten Vollformatkameras, die es momentan am Markt gibt. Perfekt dann natürlich für Wildlife-Fotografie oder alles, was sich wirklich schnell bewegt. Sie kann 120 Autofokusberechnungen pro Sekunde durchführen und damit ist Schärfe ja eigentlich durchgehend garantiert. Dank des Echtzeit-Tracking-Autofokus kannst du selbst unvorhersehbare Bewegungen eines Vogels beispielsweise unproblematisch erfolgen lassen. Außerdem erkennt der Autofokus die Augen von Tieren und Menschen. Auch das ist natürlich bei der Fotografie ein Riesenvorteil, denn sitzt der Fokus auf dem Auge, ist das schon die halbe Miete zum perfekten Bild. Ich bin zugegebenermaßen nicht so der Spezialist bei der Tierfotografie, vor allem nicht bei solchen, die sich schnell bewegen. Da habe ich die Vorteile des Autofokussystems hier schon richtig schätzen gelernt. Besonders in der Kombination mit der schnellen Verarbeitung des Sensors sorgt das für eine beeindruckende Trefferquote bei den Bildern. Da war ich wirklich überrascht. Dazu kommt, dass der Sucher durchgehend aktiv bleibt. Das heißt, der wird nicht schwarz, da ist keine Verzögerung. Du siehst immer das Bild, das Auslösen passiert quasi im Hintergrund. Ja, ehrlich gesagt, im Vogelpark, da konnte ich diese Kamera-Objektiv-Kombination ja gar nicht so richtig ausprobieren, weil den Vögeln war es da einfach zu kalt. Mir ehrlich gesagt auch. Daher habe ich jetzt bei besserem Wetter noch einen kleinen Nachdreh im Zoo gemacht mit Vögeln, die sich munter bewegen, die sich richtig viel bewegen. Und da konnte ich dann die Kamera auch richtig fordern im Highspeed-Modus, einfach mal auch die 120 Bilder pro Sekunde durchballern. Ergebnisse seht ihr jetzt. Ein bisschen Nerd-Talk. Der Stacked CMOS-Sensor mit globalem Verschluss und 24,6 Megapixeln Auflösung ist ein technisches Highlight in dieser Kamera. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren verarbeitet dieser Sensor die Bildinformationen deutlich schneller, da er Schichten für Lichtaufnahme und Signalverarbeitung übereinander gestapelt hat. Dadurch wird nicht nur die Bildqualität verbessert, sondern auch der Rolling-Shutter-Effekt, der bei schnellen Bewegungen oft zu verzerrten Bildern führt, nahezu eliminiert.
Aber klar ist, die rasante Geschwindigkeit und die Neuentwicklung des Sensors bringt mit sich, dass diese Kamera eben nur 24,6 Megapixel hat und nicht wie Konkurrenzmodelle oder sogar die hauseigene Alpha 7R5 rund 60 Megapixel. Aber in der Regel 24 Megapixel, das habe ich jetzt auch gesehen, reicht in der Praxis eigentlich völlig aus. Klar ist auch, die Kamera hat einen mega großen Pufferspeicher, um die großen Datenmengen überhaupt bewältigen zu können. Aber eine schnelle SD-Speicherkarte mit viel Kapazität ist hier natürlich trotzdem Pflicht. Sonst macht diese Kamera überhaupt keinen Sinn. Praktisch übrigens auch, dass die Kamera gleich 2 Slots integriert hat, um genügend Speicher zu haben. Ihr seid zu nah dran, Hasi, es ist kein Makroobjektiv. Weißt du, die Die Sony Alpha 9 III ist dann die perfekte Wahl, wenn es also um Geschwindigkeiten zuverlässig geht. Die 24,6 Megapixel, die reichen auch in den meisten Situationen vollkommen aus. Wenn du allerdings eher auf maximale Auflösung Wert legst, dann wäre beispielsweise die Sony Alpha 7R5 mit ihren 60 Megapixel eine Alternative dafür. Allerdings auch mit deutlich verringerter Geschwindigkeit. Da reden wir nämlich von 10 Bildern pro Sekunde statt 120. Mit dem lichtstarken Sony FE 70-200 mm f2.8 GM OSS 2, da nutzt du das volle Potenzial der Kamera aus und kannst wirklich beeindruckende Details festhalten. Insgesamt, wenn du eine Actionkamera suchst, dann ist das hier die perfekte Wahl. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und falls ja, dann freue ich mich über ein Like und natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst, damit du immer informiert bist, wenn das nächste Video online geht. Bis bald!